Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen auf diesem Kanal. Ihr habt bestimmt schon das kleine Intro-Video gesehen und heute möchten wir uns mit dem Thema FASD befassen. So, jetzt sind natürlich viele da und denken sich so, was ist das eigentlich? Was genau ist FASD? So, und ich habe für euch hier jetzt halt auch eine Art kleine Präsentation vorbereitet, weil ich selber kann mir tatsächlich Sachen nicht so gut merken. Ich selber habe FASD und möchte euch einfach darüber aufklären und ja, machen mal das erste Blatt auf. Was ist FASD? Mütterlicher Alkoholkonsum während der Schwangerschaft ist eine häufige Ursache für angeborene Fehlbildungen, geistiger Behinderungen, hirnorganische Beeinträchtigungen, Entwicklungsstörungen und extreme Verhaltensauffälligkeiten. Alle Formen dieser vorgeburtlichen Schädigung werden unter dem Begriff FASD, Fetales Alkoholspektrum Disorder, zusammengefasst. FASD kann sich in seiner Ausprägung sehr unterschiedlich darstellen, was die Diagnostik oft erschwert. Kinder mit FASD sind für ihr gesamtes Leben geschädigt, wobei die größten Probleme oft in der Bewältigung des Alltags liegen. Ein normales Leben in der Gesellschaft ist nur den wenigsten Jugendlichen und Erwachsenen mit FASD möglich. Kommen wir zum nächsten Blatt. Wie entsteht FASD? Alkohol gelangt über die Plazenta unmittelbar in den Blutkreislauf des ungeborenen Kindes. Das Kind trinkt mit und ist ebenso alkoholisiert wie die Mutter, da Alkohol ein Zellteilungsgift ist, jetzt haben wir es, wirkt er schädigend auf den sich bildenden Organismus ein. Die Entwicklung der inneren Organe, insbesondere aber des Gehirns und des Nervensystems, wird durch den Alkohol gestört. Das heißt im Prinzip, Leute, auch wenn euer Arzt euch sagt, oder gerade jetzt hier an die Frauen da draußen, und das ist wirklich wichtig, wenn euer Arzt euch sagt, ein Glas Wein ist okay, lasst es, wirklich, lasst es. Ich hab's selber und es ist nicht das Einzigste, oder beziehungsweise das Einzige, so rum heißt das. Da kommen viele Begleitkrankheiten mit. Wir werden auch genauer noch in den nächsten Videos drauf eingehen. Ich möchte aber die Videos nicht zu übertrieben oder generell nicht zu lange halten. Deswegen werde ich das in mehrere Videos einfach machen, weil das sehr viel Input ist, was diese Krankheit einfach auch betrifft. Und deswegen machen wir das einfach in mehrere Abteile. Aber wirklich lasst es. Wenn euer Arzt euch sagt, ja, ein Glas Wein ist ganz gut, ist ganz okay. Es gibt wirklich tatsächlich Frauenärzte, die sagen das zu einem. Kein Glas Wein ist okay, nicht mehr überhaupt von einem Glas nippen. Wenn ihr schwanger seid, wirklich, lasst die Finger vom Alkohol, auch von Drogen, lasst es einfach. Natürlich kommt es immer wieder mal vor, dass man ungewollt bzw. unwissend schwanger ist, dass man es gar nicht weiß. Natürlich ist es dann auch nicht zu entschuldigen, wenn man dann in der Zeit was getrunken hat. Man kann aber im Endeffekt nicht unbedingt was dafür, weil man es ja natürlich nicht wusste. Aber vom Prinzip, wenn ihr es wisst, lasst den Finger vom Alkohol, wirklich. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar haben wir hier noch, wie kann man FASD verhindern? Fetale Alkoholspektrumstörungen wären vollständig vermeidbar, wenn werdende Mütter während der Schwangerschaft konsequent auf Alkohol verzichten würden. Ist ein Kind durch Alkohol im Mutterleib einmal geschädigt worden, trägt es lebenslang an den Folgen. Eine zulässige Alkoholmenge, deren Konsum für das Kind risikolos werde, gibt es nicht. Oh, so rum, okay. Daher gilt kein Tropfen Alkohol während der Schwangerschaft. Und das ist, wie gesagt, wirklich sehr wichtig. Ich merke es bei mir sehr oft auch im Alltag. Wie gesagt, ich habe diese Krankheit. Beziehungsweise ist es tatsächlich sogar eine Behinderung. Die wenigsten kennen es, die wenigsten haben es gehört. Ich persönlich habe es auch nicht gehört davor. Ich wusste es noch nicht mal. Ich wusste zwar, es stimmt was mit mir nicht. Also generell bin ich immer aufgefallen, niemand wusste genau, was ist in Klammern mit diesem Kind los. Mittlerweile bin ich jetzt 26 Jahre alt und ich merke es in meinem Alltag, ich merke es generell mit den Menschen um mich herum und es ist definitiv nicht einfach, Leute. Deswegen, wenn ihr schwanger seid, lasst echt die Finger vom Alkohol, weil diese Krankheit ist wirklich verheerend. Also es kann echt böse ausarten. Vor allem gibt es da auch tatsächlich verschiedene Formen von Auswirkungen und die gehe ich mal mit euch durch. Und zwar habe ich da extra ein Formular, das habe ich auch unten drunter verlinkt. Also das könnt ihr unten unter dem Video anschauen, wenn ihr selber betroffen seid oder Betroffene kennt, die können sich gerne melden. Und da könnt ihr eure Geschichte erzählen, warum oder woher ihr, beziehungsweise wann ihr es erfahren habt, wie es euch damit geht und werden wir mal ein paar Sachen durchgehen. So, jetzt hat sich natürlich für euch ein bisschen der Hintergrund geändert. Ich dachte mir, das kommt jetzt vielleicht ein bisschen entspannter auf euch rüber. Ich habe jetzt noch so einen kleinen Nachtrag für dieses Video und zwar die Dunkelziffer ist wirklich sehr hoch, was FAS und auch die ganzen Begleitungen
betrifft. In Deutschland werden jährlich über 2000 Kinder damit einfach geboren. Und ich hoffe, ich habe euch mit dem Video jetzt ein bisschen helfen können, zumindest schon mal so dieses Grundverständnis geben können, was ist FAS. Im nächsten Video werden wir die ganzen Symptome oder Begleiterscheinungen, Begleitkrankheiten durchgehen. Da werde ich dann auch eine gute Freundin dabei haben, die was dann auch ein bisschen hilft, weil da doch so ein paar Wörter dabei sind, die was halt fachmedizinisch sind. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt was in die Kommentare, auch gerne Fragen, wenn ihr welche habt. Ich versuche sie euch so gut wie es geht zu beantworten. Lasst einen Daumen nach oben da, teilt das Video, wenn ihr wollt, und dann hören wir uns im nächsten Aufklärungsvideo rund um FASD.